So, es geht in eine neue Runde Wahlprogramme in 5 Minuten und heute ist die Partei Die Linke dran. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch wie immer gut soweit. Die Bundestagswahl ist nur noch wenige Wochen weg. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, stelle ich euch hier in diesem Format immer wieder Wahlprogramme der unterschiedlichen Parteien vor. Und heute ist, wie bereits erwähnt, die Linke dran, weswegen ich mit dem Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn sprechen werde, der mir zu 7 Kategorien sagen soll, was die Linke eigentlich so will. Und diese 7 Kategorien sind innere Sicherheit, Natur- und Umweltschutz, Bildung, Familie, Gesundheitswesen, die Digitalpolitik und, was von euch vorgeschlagen wurde, die Flüchtlingspolitik. Ich würde sagen, los geht's. Ich bin verbunden jetzt mit Matthias Höhn. Erstmal einen wunderschönen guten Tag und danke schön, dass Sie mit dabei sind, Herr Höhn. Und wir starten auch direkt mit der ersten Kategorie und das ist die innere Sicherheit. Was hat denn da die Linke so geplant? In den letzten Jahren sind in Deutschland 18.000 Stellen bei der Polizei weggefallen. Was wir tun müssen, ist, diesen Personalabbau rückgängig zu machen. Wir sind aber auch große Skeptiker der Geheimdienste. Wir glauben, dass Geheimdienste und Demokratie nicht wirklich zusammenpassen. Wir wollen die Geheimdienste abschaffen. Das erhöht die Sicherheit. Letztlich wollen wir die öffentliche Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger nur unter strengen Auflagen. Der Generalverdacht, der mitunter ausgestrahlt wird, den lehnen wir ab. Wir kommen direkt zu der nächsten Kategorie, Herr Höhn, und das ist der Natur- und Umweltschutz. Also der Klimaschutz ist sicherlich eine der Mega-Aufgaben dieser Zeit. Deswegen müssen wir investieren in erneuerbare Energien und wir brauchen eine Energieversorgung, die regionalisiert ist. Wir müssen aus der Kohle aussteigen. Wir wollen 2035 den letzten Kohlemeiler vom Netz nehmen. Dafür ist es aber auch wichtig, dass es für die Menschen, die in den Bergbauregionen Unterstützung gibt, damit man den Strukturwandel auch hinbekommt. Und es gibt ein paar Subventionen im Energiebereich, die wir abschaffen wollen. Zum Beispiel ist es so, dass internationale Flugtickets befreit sind von der Mehrwertsteuer und gleichzeitig für ein Bahnticket bezahle ich volle Mehrwertsteuer, wobei die Bahn viel ökologischer ist. Deswegen wollen wir diese Befreiung für die internationalen Flugtickets streichen und mit dem Geld, was man einnimmt, die Mehrwertsteuer für die Bahntickets halbieren. Das wäre ein großer ökologischer Gewinn. Das nächste Thema ist die Gesundheitspolitik oder das Gesundheitswesen. Was sind denn da so die Vorhaben der Partei Die Linke? Also die Überschrift beim Thema Gesundheit ist ganz klar, dass wir Schluss machen wollen mit der Zweiklassenmedizin. Dazu gehört, dass wir eine solidarische Gesundheitsversicherung einführen. Manche nennen das auch Bürgerversicherung, in die alle einzahlen. Und das zweite große Problem beim Thema Gesundheit und Pflege ist, dass das Personal fehlt. Und das müssen wir natürlich ändern. Dritter Punkt, wir haben in ländlichen Regionen zum Teil einen großen Ärztemangel und Menschen müssen sehr weit fahren, um den nächsten Facharzt zu erreichen. Auch das muss sich natürlich ändern. Das nächste Thema ist die Familie, Herr Höhn. Was sind denn da so die Pläne für die nächsten Jahre? Wir wollen als Sofortmaßnahme das Kindergeld erhöhen. Für alle Kinder auf 328 €. Wir wollen langfristig eine Kindergrundsicherung einführen, mit der sozusagen die Aufwendungen, die in den Familien anfallen, abgedeckt sind, damit für jedes Kind gleichermaßen die gleichen Chancen gewährleistet werden. Wir wollen auch Kulturangebote kostenfrei zur Verfügung stellen. Und wir wollen das Ganztagsangebot ausbauen, dass die Kinder, ob in der Kita oder in einer Ganztagsschule, betreut zu werden und nicht nur betreut zu werden, sondern auch Bildung zu genießen, die Freizeit zu verbringen. Sie haben gerade schon die Bildung kurz angesprochen. Was steht denn aber jetzt im Großen und Ganzen für die Bildung so an? Die Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Die Länder, die im Moment ja hauptsächlich für die Bildung verantwortlich sind, vor allen Dingen auch finanziell, dürfen damit nicht allein gelassen werden. Und der Bund muss dort auch seine Verantwortung wahrnehmen. Dafür muss das sogenannte Kooperationsverbot gestrichen werden. Wir haben einen hohen Investitionsbedarf in vielen Schulen. Es fehlen 300.000 Kita-Plätze. All das verschlechtert Bildungschancen und deswegen müssen endlich wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden. Und das vorletzte Thema ist die Digitalpolitik. Was sind denn da so die Pläne? Also Internet und Digitalisierung, damit sind große Chancen verbunden, aber es bietet natürlich auch Chancen, Überwachung auszudehnen. Die Geheimdienste sind in den Netzwerken sehr aktiv und deswegen muss man Acht geben, dass das Internet auch eine freie Plattform bleibt. Dafür ist es wichtig, dass Netzneutralität gesichert wird, damit das Netz
ein Allgemeingut wird. Wir finden, dass jeder Haushalt ein Anrecht darauf hat, heutzutage einen Breitbandanschluss zu haben. Es geht im Internet um Datenschutz, ein ganz wichtiges Thema. Und letztlich müssen wir auch was tun gegen Hass und Hetze. Und als letzte Kategorie, und da nochmal Dankeschön an euch, dass ihr das in die Kommentare geschrieben habt. Ich habe das eben mit aufgenommen, werde das auch die nächsten Parteien oder beziehungsweise die nächsten Vertreter der Parteien fragen. Und zwar ist das die Flüchtlingspolitik erhöhen. Wie steht denn da die Linke zu? Flucht bekämpft man nicht durch Abschottung. Das wollen wir ändern, das müssen wir ändern. Wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Zum Beispiel das Thema Waffenexporte. Wenn Menschen hier sind, dann müssen wir die Integrationsmöglichkeiten verbessern. Und dazu gehört auch zum Beispiel das Thema Arbeitsmarkt. Was nicht sein kann, ist, dass Flüchtlinge beispielsweise einen schlechteren Mindestlohn bekommen als Deutsche, weil das den Konkurrenzdruck nur erhöht und Rechten in die Tasche spielt, weil sie sagen, die Flüchtlinge sind billiger, gefährden deutsche Arbeitsplätze. Und Kinder, die hier in Deutschland geboren werden, die sollen in Zukunft auch gleich und automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das Asylrecht ist in den letzten Jahren Stück für Stück abgebaut worden. Wir wollen, dass auch in Zukunft politisch Verfolgte Asyl in Deutschland beantragen können und das auch genießen können. Ja, das waren also die 7 Kategorien der Linken. Ich dachte mir mal, ich komme vom Boden hervor. Das waren also die 7 Kategorien der Partei Die Linke. Diesmal 7 Kategorien in 5 Minuten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch mal wieder etwas mehr Blick ins Dunkle, etwas mehr Licht ins Dunkle gebracht. Macht euch keine Sorgen, weitere Parteien werden auf jeden Fall folgen und deswegen will ich auch von euch wissen, ob es noch andere Parteien gibt, die euch interessieren oder die ihr unbedingt mal vorgestellt haben wollt. Und wenn es so eine Partei gibt, dann schreibt die doch einfach mal in die Kommentare. Dann versuche ich mal, die zu kontaktieren und auch mit den Kontakt aufzunehmen. Bereits am kommenden Samstag geht es weiter mit einer etwas kleineren Partei und zwar den Freien Wählern. Also das kommt dann am nächsten Samstag und wie gesagt, lasst mal mir in den Kommentaren ein paar Parteien wieder, wo ihr sagt, die interessieren mich und die will ich noch gesehen haben. Außerdem auch nochmal vielen Dank an die Partei Die Linke und Herrn Höhn, dass auch die eben mit dabei waren bei diesem Projekt. Ich hoffe wirklich, dass wir viele Parteien noch bekommen. Ich bin, wie gesagt, momentan dran. Und wenn euch dieses Format gefällt und wenn ihr noch mehr von diesen Videos hier sehen wollt, dann zeigt mir das am besten mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr die anderen Videos sehen wollt von der FDP und der Grünen, dann klickt, dann klickt einfach hier, die sind hier verlinkt. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, dann klickt einfach so hier so ungefähr, denn dann könnt ihr mich einfach total einfach abonnieren. Bis zum nächsten Wahlprogramm, euer Marvin und bis dann. Ciao.